Der längste Wohnwagen der Welt, ja, der Kaabe Imperial 1000. Da ist er jetzt und da hinten ist der Peter. Der ist so weit weg, dass man ihn kaum sehen kann. Ich zeige es mal gerade, dass es da ist. Er kommt mal gerade zu mir, denn er ist wirklich sehr, sehr lang. Bleib mal da stehen, Peter, bitte. Ich zeige es mal gerade von der Seite, dass man das mal sieht. Das Fahrzeug ist sage und schreibe 12 Meter lang? 11,53 Meter lang. Und wenn du mal gerade so lieb bist, Peter, wenn du mal nach rechts gehst, bitte, dass man mal sieht, 1, 2. Krass. Peter, wir sind tatsächlich in den Niederlanden, nicht in Holland, sondern in den Niederlanden. Die Niederlande ist unterteilt in mehrere, ich sag mal, Regionen. Wie viele Regionen gibt es in den Niederlanden? 12. Und nur 2 davon sind offiziell Holland. Süd- und Nordholland. Süd- und Nordholland. Ist das wo ungefähr, Holland? Im Westen. Im Westen. An der Küste. An der Küste. So, das ist so. Du sprichst mehrere Sprachen. Du sprichst Niederländisch, du sprichst Englisch, du sprichst recht gut Deutsch, muss man sagen. Dankeschön. Spanisch auch. Spanisch auch? Ja. Gut Spanisch? Ziemlich gut. Meine Frau ist Mexikanerin. Also, Oh ja, das ist gut, ja. Das heißt also Spanisch ist natürlich eine Weltsprache, die da ist, aber Kaabe ist in Spanien schon noch sehr nicht. stark. Nee. Ich arbeite daran. Nee, noch nicht. Wir sind nicht in Spanien unterwegs. Das ist er, ja. Der längste Wohnwagen der Welt. Wir haben ihn schon mal gefilmt. Wir haben hier in Grave, wo wir gerade sind, gleich 3 Stück davon, die da sind. In 3 verschiedenen Grundrissen, wissen wir noch nicht. 3 verschiedene Grundrisse. Die werden wir alle 3 zeigen. Das ist nämlich ganz wichtig. Denn das ist eins der wichtigsten Produkte überhaupt, finde ich. Denn ihr seid mutig. Ein Fahrzeug mit 12 Meter Länge zu konstruieren, heißt, es muss einen Markt dafür geben. Ja, und das ist nicht nur Werbung oder so. Wir bauen so ungefähr 100 Stück von diesen Tausende pro Jahr. 100 Stück. 100 Stück. Und natürlich, am meisten sind das die Leute, die Dauercamper sind. Wir verkaufen auch ziemlich viele in der Schweiz zum Beispiel, die das auch aus Ferienhaus gekauft haben. Und natürlich auch in der Schweiz mit diesem Klima, mit ganz niedrigen und auch ganz hohen Temperaturen ist Kaabe natürlich optimal und du hast dein eigenes Haus und dann für 100.000 Euro dann im Vergleich mit einem Haus. Das hier ist ein Haus. Das heißt, du hast, also jetzt nicht nur von der Größe, sondern auch von der Haustechnik, die ihr eingebaut habt, ist das hier mit Fußbodenheizung, mit Klimaanlage drauf, mit einem Festwasseranschluss mit drin. Das hier ist definitiv ein Haus. So kann man es wirklich sagen. Auch noch besser als ein Haus, weil es noch besser zu konditionieren ist von uns als Hersteller, weil wir haben diese bestimmte Länge und Breite und Höhe und das alles können wir wirklich gut konditionieren und darum haben wir die beste Heizung, Ventilierung und Isolation. Ich zeige das mal gerade, denn ich kann mir vorstellen, dass diese 100 Stück, die rausgehen, wirklich von vielen dann auch verwendet werden, um festzustehen. Ja. Also um wirklich ein Grundstück sich zu kaufen, das Fahrzeug hinzustellen, dann darin zu wohnen, denn man kann das wirklich machen. Das hat nichts zu tun mit Nomadentun, sondern es gibt viele Leute, die wollen sich ein bisschen, verkleinern, simplifizieren, das ist so, oder ein Wochenendhaus haben. Ja. Und ich weiß auch, in der Schweiz ist es ganz schwierig, eine Genehmigung zu bekommen, um ein Haus zu bauen. Und dann ist Kaabe eine ganz gute und billige Alternative dafür. Das ist so, denn wer sich auskennt, es gibt ja viele Tiny House Hersteller, also zum Beispiel jetzt unten am Bodensee ist einer, der baut diese Modulbauweise, die ist nicht bewegbar, muss man sagen. Du kannst das Fahrzeug erweitern, das bedeutet, es gibt Vorzelte, es gibt da unglaublich viel dafür an Zubehör. Ja, so. Das ist so, aber ja, wir sind hier in einer anderen Liga, denke ich. Das werden wir gleich mal zeigen, denn das Fahrzeug hat keine Markise. Ihr habt das jetzt mal angeboten für 86.400 Euro. Das ist mit der niederländischen Mehrwertsteuer, der ist sogar, deutscher Mehrwertsteuer 2% günstiger. Aber wir müssen dazu sagen, dass hier handelt es sich um ein 2018 Modell, also die ist mittlerweile schon 3 Jahre alt. Es ist komplett neu, noch nie benutzt, nicht zugelassen worden, aber wir sehen hier nicht die letzten Neuheiten. Das ist nicht so schlimm. Es geht mir eher darum, das, zu verstehen, das Konzept. Dann siehst du, für diesen Preis hast du ein ganz günstiger Kaabe Imperial 1000. Das ist so. Also wenn ich den haben möchte, der ist noch zu haben?
Dies ist noch zu haben, ja. Aber die 2021 Modelle, die neuen Modelle, ja, das wird schwierig. Aber dann liegen wir auch bei 110.000 Euro. So, das ist jetzt einer 86.400 Euro, der 1000 TDL King Size. Es hat sich am Systemkabel nichts geändert, muss man sagen. Also das heißt, also der Wandaufbau, die Fußbodenheizung, alles identisch. Alles identisch. Es sind nur Möbel eventuell anders, das Design vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ein bisschen andere Zubehör, aber mehr auch nicht. So ist das. Wir gehen gleich mal rein. Hier vorne Gaskasten. Wenn du mal kurz schaust, ob der auf ist. Wir hatten immer Glück, bei meinem nächsten Video werden wir es vorher probieren. Ja. Ist auf. Mit Gasdruckdämpfern. Und die Beleuchtung mal anmachen. Ja, es hat Beleuchtung. 2 Gasflaschen mit dabei. Gastank macht, glaube ich, keinen Sinn, weil du fährst ja damit nicht zur Tankstelle zum Tanken. Nee. Das heißt, du hast die Gasflaschen mit dabei? Wir haben hier die Gasflaschen für den Ofen und die Heizung natürlich, aber mehr brauchen wir auch nicht. Ja, ich habe gesehen, es gibt auch eine neue Klimaanlage, Doppelkolben von Dometic mit Inverter-Wärmepumpe. Die habe ich eingebaut bei mir, ganz neu. Er schaut ganz verwundert. Aha, ja. Damit kannst du mit 3 Ampere heizen. Okay. Ja, das heißt 3 Ampere, 230 Volt, hat eine Wärmepumpe mit eingebaut, muss ich unbedingt mal zeigen, ganz leise. Aha. Und kannst du mitlaufen lassen mit der, ich sag mal, Fußbodenheizung als Unterstützung, wenn du Landstrom hast. Und das Ding ist phänomenal, ist die leiseste Dachklimaanlage, die ich hier hatte. Bestimmt, dass meine schwedischen Kollegen da besser informiert sind wie ich. Aber das hört sich toll an, ja? Ich habe ein Video gedreht darüber, nämlich vor 2 Tagen. Und die Leute waren ganz fasziniert, dass es nur 3 Ampere zieht. Ja? Ja, das Ganze auf Alco, aber das ist schon eine Herausforderung für Alco, oder? Ja. 12 Meter Länge. Ich glaube, wir sind der einzige Kunde von Alco, die solche Länge Fahrgestelle bestellt. So, jetzt können wir mal reingucken. Also das Ganze ist von innen ein richtiges Haus und so wird es auch benutzt. Man muss das erklären, weil nämlich ganz viele dann in den Kommentaren reingeschrieben haben, naja, da passt man ja auf keinen Campingplatz mehr drauf. Da geht es vielleicht gar nicht drum. Man kann ja, ich sag mal, als Dauercamper ihn einmal draufstellen. Der hat einen Mover jetzt, der hier? Diese hat noch keinen Mover, aber diese wird bestimmt montiert. Ja, der wird dann nachgerüstet. Ja. Und dann, spätestens dann, kann man das Fahrzeug ja millimetergenau einfach steuern. Ja. Und ich gehe mal gerade, wenn du mal gerade so lieb bist, Peter, setz dich mal hier rein. Hier? Ja. Dass wir einfach mal durchgucken. Ja. Mal das Raumgefühl mal sehen. Ich kann fast gar nicht bis nach ganz hinten gucken, so weit ist das. Ja. 11 Meter ist auch eine Länge, ne? Das ist, ja. Aber ihr baut ja nicht in die Breite mit Slideouts wie viele. Also das ist ja so, dass zum Beispiel auch Schausteller, die unterwegs sind, sich teilweise Fahrzeuge selber bauen. Die haben aber dann auch einen großen Führerschein, haben dann 2 Achsen mit, ich sag mal, etwas anderes System. Hier sind ja die Räder in der Mitte. So, das heißt, ich darf das mit einem Führerschein entsprechend ja ganz normal ziehen. Wenn ich den alten B habe oder sowas, dann funktioniert das. Das funktioniert eigentlich ein ganz normaler Wohnwagen, nur ein bisschen länger. So, Leder. Echtes Leder? Echtes Leder. Serienmäßig. Boah, das riecht auch schön. Also der ist flammneu quasi, der ist halt nur Baujahr 2018. Ja, nur 2018. So, da war eventuell mal der ein oder andere Popo hier in der Ausstellung drauf. Ja. Das ist das Maximum. Ja, das hier ist ein Modell, der hat auf mehrere Messen gestanden und ist auch noch der einzige, der übrig ist. Wir haben bei Carbe nicht viel auf Lager. Mhm. Und das ist sehr wahrscheinlich wirklich der letzte Imperial 1000. Ja, wir sind in Grave, das ist in den Niederlanden, direkt an der Grenze hier zu Deutschland. Wir sind bei Firma De Greef und De Greef hat, wie du siehst, eine ganz schöne Ausstellung mit ganz vielen Carbe-Fahrzeugen. Er kann hier fast das komplette Modellprogramm zeigen. Ja, und du siehst, er hat von 4,70 Meter bis zum 11,50 Meter. So, bleib mal da sitzen. Ich zeig dich mal gerade, wenn du dich mal gerade da hinten in die Ecke reinlümmelst, dass man das mal sieht. Du hast sogar ein Kopfpolster. Das hier ist als Haus angelegt. So sind aber alle Carbe. Ja. Das heißt, auch der kleine, ich sag mal, ist Wohnen wie zu Hause. Ja. Das heißt Raumklima, du hast die Luftfeuchtigkeit, das ist nicht vergleichbar mit, ich sag mal, Fahrzeugen, die nur für den Sommer gebaut sind. Ja, das musst du eigentlich einfach erfahren, aber das ist wie zu Hause oder noch besser. Mhm. Die Heizung und nicht nur im Winter, auch im Sommer. Das ist so. Hier sieht man sehr schön die Mischung aus dem etwas dunkleren Holz. So richtig dunkel wart ihr nie, nehme ich an, vom Holz her? Nein. So dunkel haben wir es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ein bisschen heller.
Ja, ich finde es aber trotzdem noch hell. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt im Morello drin, ist es ganz dunkel auf Wunsch, so Schokofarben. So, und dafür der Boden dann auch Schokofarben. Aber das hier wirkt doch sehr edel, muss ich sagen, mit dem braunen Leder und allem drum und dran. Der Trend im Moment zu etwas hellerem Holz. Genau, es ist natürlich eine Geschmackssache und wir haben von vielen Kunden die letzten Jahre gehört, dass es ein bisschen zu dunkel wird und das ist der Grund, dass wir jetzt ein helleres Holz haben. Was direkt auffällt, jetzt sind wir ja hier drin, wenn ich jetzt draußen stehen würde, es wäre unglaublich hell hier drin. Also es ist wirklich, ihr habt an jeder Ecke, wo es geht, Fenster eingebaut. Fenster eingebaut, Beleuchtung, indirekte Beleuchtung. Stark. So, dann das ganz Wichtige, eine richtig große Küche wie zu Hause. Hier habe ich ja Platz, das heißt also auch Ablageflächen. Wenn du mal kurz mitkommst, Peter. Dann vielleicht ein kleines Detail vorab, bevor wir das jetzt hier vergessen. Dieser Tisch hier, der ist so phänomenal, denn der ist unglaublich flexibel. Du kannst ihn wahrscheinlich auch runter machen. Ja, also der ist auch in Höhe flexibel. Ich kann es hier unten lassen. Ich kann es auch wieder nach oben. Stark. Das heißt, den kann ich dann zusätzlich noch verwenden als Beistelltisch. Zum Beispiel, wenn ich koche, kann ich hier was ablegen. Genau. Ich kann ihn sehr leicht auch verschieben. Das ist ein Vorteil. Das heißt, hier könnte ich eine zusätzliche Ablagefläche schaffen, wenn ich hier zum Beispiel jetzt, ich sag mal, das Gemüse schneide oder irgendwas mache. Genau, oder du bist fertig in der Küche, dann kannst du alles hier schon hinstellen. Mit einem Säulenstativ, was auch möglich ist, haben wir nicht so extra zusätzliche Ablage, aber hier geht es. Hier haben wir ein Schere-Stativ, sagen wir. Und das ist toll. Ja. Ja, die Möbelqualität ist wirklich top. Das heißt, die meisten Fahrzeuge von euch, ganz viele Carbe-Wohnwagen sind noch auf der Straße. Also man sieht wirklich viele alte Modelle. Wie lange gibt es Carbe schon? 62 Jahre. 62 Jahre. Mach mal bitte auf. Das ist ein wesentlicher Faktor. Platz für die Schuhe. Ja, Schuhe, Schrank. So. Auch wieder beheizt. Die Schuhe werden dort trocken. So, und jetzt noch was Tolles. Wir gehen gleich auf die Küche, ja, liebe Männer und Frauen. Wenn du dich mal gerade hinsetzt, es gibt eine Lümmelfunktion. Das heißt, du kannst überall Heißt das auf Deutsch Lümmeln? lümmeln. Das ist, hat mehrere Begriffe. Der Lümmel ist was anderes, aber lümmeln heißt wie nennt man das? Entspannt sitzen, ja. Das ist so. Und dadurch kannst du den Sitz ein bisschen vorziehen. Zeig nochmal. So, und hast dann die Möglichkeit, die Lehne geht automatisch mit. Ja, die geht automatisch mit. Guck mal. Also fast so eine Art Komfortsitz. So, jetzt könntest du ja auf die Idee kommen, das machen wir jetzt nicht, wenn du diesen Tisch jetzt ganz runter machen würdest. Ja, ich weiß, was du... Also es kam mir so die Idee, dass man da eventuell, wenn man Fernsehen guckt, vielleicht noch ein Polsterchen drauf macht. Aber am besten natürlich die meiste, also ich selbst auch mit meiner Frau, dann sitzen wir uns so hier in die Ecke. Das ist natürlich toll. Und Das da ist schön. gucken wir hier Fernsehen. So, spätestens jetzt will ich das Auto nicht mehr kaufen, du warst mit deinen Schuhen drauf. Aber das ist nicht so, wir machen das. Das ist so, die Fahrzeuge sind gebaut. Wirklich Haltbarkeit, wir reden hier von 20, 30, 40 Jahren, das macht dir gar nichts Es aus. ist gebaut für 30 Jahre. 30 Jahre. Aber du siehst auch sicher in Skandinavien, dass es gibt noch ganz, ganz viele alte Carbe-Wohnwagen und die sind immer noch sehr gut. So, jetzt brauchen wir den Geschäftsführer. Aha, Den- ja, wegen die Länge. Ja, Genau. Ich bin nicht so lang. Die Höhe, genau, Ja, einen Moment. dass wir ihn mal haben. Ich zeige euch übrigens noch was, denn der Seniorchef ist tatsächlich 1,95 Meter. Er telefoniert gerade. Er kommt gleich. Wir werden das gleich mal zeigen. Du bist 1,75 Meter. 1,75 Meter 75 plus Schuhe, also sagen wir mal 1,78 Meter, 79 im Moment. Das ist noch nichts, aber Stehhöhe in dem? 1,96 Meter. 1,96 Meter und der Geschäftsführer ist 1,97 plus Schuhe. Das werden wir gleich mal sehen, denn viele Anfragen kommen von großen Menschen. Kann ich das Fahrzeug benutzen? Ja. Und klar, jetzt ist da die Höhe von ihm natürlich schon extrem, muss Ja. man sagen. Aber es würde gerade gehen, er müsste ein bisschen den Kopf einziehen. Ja, ja, aber wir werden das sehen und für niederländische Begriffe bin ich ziemlich klein. Also ich habe keine Probleme mit die Stehhöhe, aber jetzt kommt er. Er kommt. Guten Morgen. Ich muss mal kurz zuerst Kaffee trinken. Ja. 11 Uhr. Komm, 11 Uhr. Ehrlich? trink je auch Kaffee? Nee, ich muss leider weiterfilmen, es tut mir so leid. Aber ich kann mal Kaffee, gerne. dann wird er kalt, ne? Ich kann mir gerne die Kaffeebar mal gerade zeigen, die ihr habt. Du bist hier der Chef. Jawohl. So, dein Vorname. Harry. Harry, ich Ja. grüße dich, Harry. Du hast ein Carbe, ich sag mal, Hemd an. Jawohl. Und ihr habt Carbe aber noch gar nicht so lange. Seid ihr froh mit Carbe?
Ja, wir sind froh. Ja, genau. Wir hatten zuerst Kipp-Wohnwagen und Tabert. Das ist ein Wohnwagen in eine bessere Qualitätssorte. Das ist so. Ist natürlich etwas teurer, muss man sagen. Also, aber es gibt einen Markt dafür, für diese hochwertigen? Ja, das hätten wir schon über 20 Jahre. Okay. Und jetzt haben wir seit 1,5 Jahren Garbe gefunden. Okay. Und wir sehen gegenüber die anderen Hersteller, dass Garbe auch eine Qualitätsnorm hat, der was höher liegt. Und wir sind da sehr zufrieden damit. Und wir versuchen jetzt, Garbe noch besser kennenzulernen und auszubauen. Boah, das ist hier für den Mann im Vertrieb natürlich, das geht runter wie Öl. Ich zeige es mal gerade, ihr habt eine wunderschöne Ausstellung. Was mir auffällt ist, ihr achtet unglaublich darauf, dass die Fahrzeuge betriebsbereit sind, alles vorführbereit ist, dass wenn man nicht reinkommt, ich habe gesehen hier drin, du gehst hier rein, das Radio funktioniert, das Navi ist an, das Licht ist an, ihr könnt alles zeigen. Ja, aber ich denke, wenn jemand etwas kaufen will, dann möchte er das auch gerne sehen. Okay. Und bei uns ist die Möglichkeit da und dann brauchen die nicht irgendwo draußen im Regen rumzugucken. Bei uns im Ausstellraum ist alles fix und fertig und alles kann man benutzen. So, das Arbeiten habt ihr nicht erfunden in den Niederlanden, nehme ich an. So, das heißt, die trinken alle Kaffee. Es ist so. Ist das so, hier um 11 Uhr wird immer Kaffee getrunken? Naja, auf bestimmte Zeiten wird sicherlich Kaffee getrunken. Und ob es immer um 11 Uhr ist nicht so wichtig. Aber Kaffee ist in Holland sehr, sehr wichtig. Und das Schöne ist, wenn man sich hier mal hingesetzt hat, ich zeige das mal gerade, das ist ein Naturstammtisch, dann muss man natürlich, dann muss man auch hier unterschreiben, direkt ein Auto kaufen. Oder es gibt auch einen Kaffee ohne Unterschrift. Es ist ohne Unterschrift. Kaffee ist altijd fertig hier. So, ich zeige das mal gerade. Ihr habt alle Karbe an. Das ist ja herrlich. Ist das so eine Marke, mit der man sich wirklich identifizieren kann? Schon, oder? Ja. Warum? Ja, warum? Ja, hoe zal ik das sagen? Ja, das sagst du auf Niederländisch. Ja, ich denke, dass wir da beter er even uit kunnen knippen, denke ich. Das war jetzt gemein. Ja. Immer wieder landet es bei dir. Aber Ja, was Naja, was wir sehen bei Kabelkunden ist, dass diese Leute haben viel Erfahrung mit Camping und die sagen auf einen Moment, okay, wir sind vielleicht jetzt ein bisschen älter, wir haben mehr Zeit, wir machen keinen 3 Wochen Urlaub, wir machen 3 Monaten und dann kaufen wir endlich mal ein Kabel und dann soll es richtig gut sein und dann lebt man auch richtig Kabel. Harry, ich brauche dich nur für ungefähr 2 Minuten. Ja, bitte. Wenn du mal gerade so lieb bist, komm mal mit. Du bist nämlich ein ganz großer Mann. Das ist hier in den Niederlanden nicht so unüblich, oder, dass man groß ist. Nee, das stimmt schon. Seit Jahren ist es, dass die Leute in Holland, aber auch in Deutschland, immer ein klein wenig größer werden. Ja, ist so. Ich zeig mal deine Schuhe. Der Absatz dürften ungefähr so 2-3 Zentimeter sein. Das heißt, du bist 1,97? 1,97, ja. 1,97. Wenn du mal kurz reingehst, dass man das mal sieht. Er kann normal reingehen. Ja, So, das funktioniert. Er kann stehen, ich zeig's mal. Stehhöhe haben wir eben gezeigt, ist 1,96. ja, bis zum Dachfenster und du siehst, er hat noch immer ein bisschen übrig. Und er hat die Schuhe an. Und er hat die Schuhe an. Also normalerweise in der Wohnung drin zieht man auch schon mal die Schuhe aus. Das ist so. Wenn du mal gerade ganz nach hinten gehst, bitte, sei mal so lieb. Das geht. So, jetzt musst du ganz leicht mal in der Klimaanlage den Kopf einziehen. Wie krass. Das funktioniert auch im Bad. Ja, das stimmt schon, aber man muss sehen, normal zu laufen in einem Wohnwagen und wenn man die Größe ausprobieren will, ich kann auch mich ganz strecken Ja. und dann komme ich mit dem Kopf Gerade dran. gerade dran. Ja. Aber man muss sehen, in normalen Gebrauch, wie man läuft, wie man sitzt, dann gibt es kein Problem, dass man 1,97 ist. Ja, es ist ja so, ich suche ja ganz oft, Leute schreiben mich an, also aufgrund der Videos und sagen, kannst du was empfehlen für große Menschen? Und du würdest schon sagen, hast du das vorher probiert, ob das geht für große Menschen? Nee, nicht insbesondere, Ja. aber Wohnwagenverkauf mache ich seit 1977. Echt? Ja, so lange. Du bist schon so alt? Ja, ich habe ja nichts gelernt auf der Schule, da hat es keine andere Möglichkeit gegeben. Aber ich denke, in der Zeit sind die Stehhöhe etwas höher geworden durch die Jahre hin. Aber auch in 1977 hatte ich keine Probleme damit.
Ja, ihr seid ein ganz großer Geheimtipp für Kaabe, weil ihr seid genau an der Grenze zu Deutschland. Ihr seid sehr zentral eigentlich in Europa, wenn man mal so auf der Karte guckt und mal Schweden und alles mal mit einbezieht. Habt ihr immer mehr Deutsche, die jetzt kommen? Ja, das ist nicht nur Deutschland. Wir haben auch Belgien und Luxemburg. Ja. Das ist zentral gelegen. Ja. Aber das Ruhrgebiet im Besonders Ja. kann man sehr gut bedienen von hier aus. Ja, das ist so, absolut. Denn ich sag mal, wer noch nicht hier war, es ist wunderschön. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr habt eine eigene Abteilung für Stadtreinigung. Also es ist so sauber hier, unvorstellbar. Alle Straßen sind schön, alles ist geschnitten, alles gemacht. Ist das irgendwie hier eine Musterstadt oder sieht es überall so aus? Nee, bestimmt ist das hier kein Musterstadt. Ja. Aber zufälligerweise sind die hier in unserer Gemeinde sind die beschäftigt, mit Abflussrohre in die Straße neu zu machen. Ja. Dann gibt es, dass die Fläche auch alle neu gelegt sind und super. auch schön sauber sind. Das ist so. Das ist ein Vorteil jetzt für Ihnen, um jetzt zu gucken. Ja. Aber hier im Betrieb ist es normal, dass alles sauber, alles schön ist. Und hier sorgen wir dafür, dass man das auch richtig sehen kann. Das heißt, die Präsentation ist wichtig, also dass die hochwertigen Produkte ordentlich gezeigt werden. Ja. Wie sieht es denn aus? Ihr habt jetzt ein bisschen Erfahrung mit Reklamationen bei Kaabe. Also es kann ja mal was kaputt gehen. Oft sind es ja Zubehörteile, die mal, ich sag mal, einen Geist aufgeben und so weiter. Kommt ihr da gut mit klar? Dürft ihr zum Beispiel auch von Dometic was anderes nehmen, was jetzt nicht direkt von Kaabe kommt? Das ist möglich, wenn es ein Dometic Ersatzteil ist, Ja. kann ich es über Kaabe hier kriegen. Aber wir sind auch Service Center für Truma, für Dometic, für verschiedene Fabrikanten. So, wir haben selber auch verschiedene Ersatzteile. Aber Kaabe ist mit Lieferung von Ersatzteilen oder Teilen, die auch wirklich Kaabe sind, sehr schnell. Es kann ja ab und zu mal was geben, das etwas länger dauert, aber gute Sache braucht Zeit. So ist das, ja. Ja, jetzt habe ich eine kleine Bitte. Zieh mal gerade die Schuhe bitte aus, so leid es mir tut. Du musst mal einmal herhalten mit deiner Größe, denn wir testen jetzt mal die Dusche. Und die ist nämlich, die baut ein kleines bisschen auf, aber es geht. Wenn du dich mal gerade reinstellst, bitte. Das ist nämlich immer, viele Leute sagen, ich kann nicht duschen, ich kann mich nicht drehen. So, und jetzt bist du ja schon, ich sag mal, du bist schon groß. Ja. Und es funktioniert? Ja, aber man muss sehen, richtig duschen, wenn ich den hier abhole, hat es keinen Platz. Ja. Aber ich habe schöne Knie und da kann ich ein klein wenig das machen Ja. und dann gibt es mehr wie Platz genug. Peter, ich brauche dich mal gerade ganz kurz. Gibt es die ist Möglichkeit? Auch ganz wichtig zu sagen, dass wir für die neuen Modelle die Duschkabine ergrößert haben. Ja. Also jetzt Ja. ist es In den neuen Modellen, dies ist ein Modell von 1 Jahr alt. Ja. Die neuen Modelle haben eine andere Dusche gekriegt und etwas mehr Stehhöhe. höher, ja. Aber ich denke auch, das Duschen in einem Wohnwagen muss man sehen, wie sehr ausführlich waschen. Wenn man richtig duschen will, für die Dame mit langen Haaren, da muss man aufpassen, dass man in Bewegung nicht festsitzen kommt, dass der Feuerwehr den raussägen muss. Ne? Ich verstehe. So. Das habe ich verstanden. Aber es ist ja so, wenn ich gerade nochmal zurückgehe, also viele werden mich dafür loben, dass wir endlich mal zeigen, wenn jemand fast 2 Meter groß ist in einem Bad, dass man auch mal sieht, wie kann man in so einem Wohnwagen leben. Denn ich sag mal, es gibt nicht nur kleine Menschen, davon gibt es viele Ja. große Menschen. Kannst du die verstehen, wenn die reinkommen und sagen, ich brauche endlich mal ein Auto für große Menschen? Das, Oder kann ich, Wohnwagen? ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wir hören das auch von Kunden, aber man muss sehen, es ist in Freizeit und wenn man in einem Wohnwagen lebt, dann muss man ab und zu kleine Kompromisse machen. Aber hier Und- trotzdem, es geht, guck mal hier. Ja, ja. Sogar Spiegel, Ja. das geht. Normalerweise, man Du kann hast es ja- benutzen, du genug hast ja- Platz für die Toilette zum Sitzen. Genau. Wenn du mal gerade so lieb bist, da mal drauf gehst auf die Toilette, einfach mal setzen. Selbst hast du auch einen Imperial 47, Harry. Und dein neuer 87er ist unterwegs. Ja. Stark. Also hier hast du richtig viel Platz. Richtig viel Platz. Ja, klar. Toll. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, also das ist ja jetzt, ich sag mal, so ein Jahreswagen unbenutzt. Also das ist, ich sag mal, das Vorserienmodell 86, dafür gibt es kein Haus, oder? Nee, ich kann ja sagen, natürlich gibt es Preisunterschiede. Aber das sind, weil er ein Jahreswagen ist oder hat im Ausstellraum gestanden. Ja, genau. Aber man muss sehen, normalerweise, wenn man neu einen Wohnwagen bestellt, dann kann man die machen, so wie man selber haben will. Nicht nur in die Farbe, aber auch in die Ausstattung, was man gerne hat oder nicht gerne hat.
Stark. Ja, vielen, vielen Dank. Du musst jetzt wieder Kaffee trinken, nehme ich an, aber es gibt viel zu tun. Ihr habt das gemerkt, auch hier in den Niederlanden war wahrscheinlich 2020 noch mal stärker im Camping? Oder ihr seid ja eh schon sehr stark im Camping, oder? Ja, in Holland im Allgemeinen, es gibt viele Holländer, die Camping machen. Aber insbesondere das letzte Jahr, da wird viel darüber geschrieben und da wird gesagt, oh, die Wohnwagen und die Camper, Reisemobile, das wird sehr viel verkauft. Das ist auch so, aber nicht so übertrieben, wie man es im Media hört oder sieht. Also nicht so, dass die Leute Schlange stehen müssen, wie bei E-Bikes zum Beispiel. Derzeit seid ihr ja eine Fahrradnation. Bei uns in Deutschland gibt es keine E-Bikes mehr. Schon im April gibt es fürs ganze Jahr oft keine mehr. Hast du das gewusst? Ja, da habe ich gehört. Ja. Aber ist das, weil es so viel gekauft wird oder zu wenig produziert? Ja, weil es gibt auch Möglichkeiten, dass die Ersatzteile nicht aus China kommen. Und dann wird weniger produziert und die Frage ist klein bis größer. Es ist explodiert, weil ich sag mal, ihr habt es ja relativ flach bei uns gibt es ja Berge und die Leute, ich sag mal, möchten ja auch einen Berg rauf und runter fahren und das Thema E-Bikes, glaube ich, hat jetzt das Maximum bekommen und ich denke, Camping und E-Bikes gehört für viele zusammen, dass die sagen, ich habe ein Fahrrad mit dabei, statt ein Stinker mit, ich sag mal, Verbrennungsmotor habe ich jetzt ein Elektrofahrzeug, das kommt ja immer mehr und mehr. Ja, schön. Harry, ich mach mal, ich sag mal weiter. Ich sehe schon, wir werden dich in ein paar andere Videos noch einbauen, denn ich brauche deine Höhe nämlich nochmal für die Vans und einmal nochmal für die ganz tollen neuen voll integrierten, die ihr jetzt habt, die Wohnmobile. Davon habt ihr jetzt auch schon welche bekommen. Ihr habt erstmal angefangen mit Wohnwagen, gell? Jawohl. In 1977 bin ich hier angefangen und wir haben immer Wohnwagen gemacht und bei Wohnwagen geblieben. Okay. Aber jetzt mit Gabe haben wir ein bestimmte Kundenkreis, der auch fragt nach Camper. Und die Möglichkeit für uns ist jetzt da, um auch Camper zu verkaufen, in Zusammensprache mit Gabe. Und wir sind angefangen, wir haben jetzt die ersten paar Modelle und die Modelle für 2022, die kommen jetzt November, Dezember kommen die auch hier dazu. Da wird noch eine größere Auswahl. Das ist dasjenige, was wir gerne an die Kunden geben. Das ist nicht nur ein Prospekt, wo die gucken und sagen, er soll größer oder kleiner sein. Bei uns kann man hier im Ausstellraum den Wagen sehen und kann man auch in richtig kurzer Zeit geliefert kriegen. Ja, was stark ist, also der Trend zu den Messen war ja jetzt ein bisschen weniger. Also jetzt zum Beispiel jetzt in Düsseldorf. Ich nehme an, das ist auch eine ziemlich starke Messe für Leute aus den Niederlanden, die dann auch dorthin fahren. Das ist ja vor der Haustür. Aber hier habe ich eine Ausstellung, die findest du auf keiner Messe. Ihr habt euch wirklich, oder Peter? Nee, das stimmt. Also es gibt keine Händler, die so eine schöne große Ausstellung hat mit so vielen verschiedenen Kabelmodellen. So ist es. Ja. Harry, ich kann mich echt noch stundenlang mit dir unterhalten. Das macht richtig Spaß mit jemand, der so campingbegeistert ist. Ja, das Ganze hat ja angefangen. Hattest du nicht Angst am Anfang hier so ein Fahrzeug mit 12 Meter Länge dir an Lager zu holen oder hat Kabe dir das gegeben auf Kommission? No, wir haben mit Kabe eine gute Vereinbarung gemacht. Ja. Die unterstützen uns und durch unsere Arbeit unterstützen wir Kabe. Ja. So, wir sind zusammen, um Kabe richtig bekannter zu machen an ein größer Publikum. Sehr schön. Ja, viele Leute aus den Niederlanden gucken uns. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir Deutsch sprechen, aber es ist so, Deutsch hat denn doch noch etwas mehr Reichweite als nur Niederländisch alleine. Und wir werden mal schauen, vielleicht machen wir noch ein Video auf Niederländisch mal so zum Abschluss. Du sprichst recht gut Deutsch, muss man sagen. Wir sind ja noch nah an der Grenze. Das heißt, wenn ich den jetzt hier kaufe, die Fahrzeuge haben ja COC alle. Das heißt also, ich kann die ja dann problemlos in der Schweiz. Wie ist das mit der Schweiz? Weil ihr verkauft ja viele von den Tausendern in die Schweiz, gell? Oder höchstwahrscheinlich, die das jetzt sehen, denn da verwenden die Leute das als Haus. Ja, der Schweiz ist außerhalb der Europäischen Union. Ja. Da gibt es andere Regeln, aber für Holland, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Spanien, da gibt es dieselbe Regel und ist es sehr einfach für uns, das ganze Papierarbeit vorzubereiten, dass der Kunde in Deutschland zum Beispiel, braucht nur beim TÜV anzumelden. Okay. Die Papieren machen wir alles in Ordnung.
Wenn ich jetzt die Mehrwertsteuer in Deutschland, die sind 19%, die waren ja vor kurzem 16%, das heißt, da war der Vorteil ja noch größer. Wie funktioniert das mit der Mehrwertsteuer der Deutschen? Wenn es Privatkunden sind, dann zahlen sie hier in Holland 21%. Ja. Und die kriegen das nicht zurück. Ja. Wenn es betriebsmäßig ist, Okay. dass ein Betrieb einkauft, dann kauft er ohne Mehrwertsteuer. Okay, und dann zahlt er die deutsche Mehrwertsteuer. Und die braucht in Deutschland keine Mehrwertsteuer zu bezahlen. Erst wenn er den Wohnwagen nach so vielen Jahren wieder verkauft, Okay, dann bringt er etwas weniger. die Differenz, ja. Aber er braucht dann auch weniger Mehrwertsteuer an die Kasse abzutragen. Okay, das heißt also im Zweifel wäre ich dann 2% teurer eventuell als in Deutschland. Hier in den Niederlanden, ihr habt 21%, gell? Wir haben 21%. Okay, super. Harry, vielen Dank erstmal und ich liebe das. 1,97 Meter, ein großer Niederländer, stellvertretend für Kaabe. Ich gehe mal weiter durch mit Peter, okay? Ja, ist klar. Dann vielen Dank, er hat noch viel Arbeit. Warte mal, ich mache dir mal Wir Platz. können vielleicht nachher auch noch mal zeigen, dass die Betten auch groß genug sind. Ja, zeig mal bitte, wenn du da einmal die Schuhe mal ausziehst, sei mal so lieb. Denn das ist auch ein wichtiger Faktor, sind die Betten lang genug? Natürlich, ja, das ist eine Frage, die viel kommt. Aber du siehst, Und da liege ich in der Länge. Aber niemand liegt ja genau so, oder? nee. Normalerweise liegt man ein wenig so Ja. oder andersrum. Aber das Bett, das sieht man, mehr wie Platz genug. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Grundrisse. Das hier ist jetzt ein Grundriss. Also es gibt das Bett auch noch quer. Es gibt es. Ja. Also da sollte jeder mal Probe liegen. Ihr habt, ich sag mal, alle Betten habt ihr da. Also wenn jetzt nicht hier in dem Tausender, habt das in irgendeinem anderen zum Probe liegen. Genau. Welche Einzelbetten, Doppelbetten, Queensbett. Wir haben alles haben wir hier zum Ausprobieren, zum Ansehen. Ist so. Super. Erstmal vielen Dank. Bitte Ich sehr. muss nämlich nochmal. Ich will das Bett wieder aufmachen. Ja, sehr schön. Das ist wirklich perfekt. So, fertig. Gerne. Ich komme nochmal zu dir später. Vielen, vielen Dank. Bitte sehr. Harry. Der ist ja genial. Das ist richtiger Vollblutcamper, oder? Ja. Also Und damit aufgewachsen. Mit, Also, mit Camping. er fährt jetzt auch selber einen Carver, hast du gesagt? Ja. Er hat die letzten 2 Jahre Imperial 47 gefahren. Also das erste, was er gemacht hat, ist seine eigene Carver bestellt, wenn er Carverhändler geworden ist. Und jetzt ist sein 87er unterwegs. Der wird nächste Woche, denke ich, geliefert. So, klär mich mal auf. Man kann hier diese Sitzgruppe zum Bett umfunktionieren. Geht das? Ja, das geht. Das heißt, man könnte hier ein festes Bett machen, könnte hier weiterhin essen. Das würde gehen. Also wenn jetzt zum Beispiel mal Besuch kommt, der könnte hinten schlafen. Ja. So, und dann habe ich nochmal, weil ich habe mich immer gefragt, brauche ich denn 2 Sofas? Aber ja, es könnte ja sein, die Frau macht Handarbeiten zum Beispiel, hatten wir letztes Mal gefilmt, die hat eine Nähmaschine drauf, der Mann, der will gerne Fernsehen gucken. Oder wenn du die Kinder dabei hast, dann hast du natürlich hier noch eine Sitzgruppe. Und wenn du dann vorne noch ein Bett umbaust, dann würde ich empfehlen, wenn das wirklich fest ist, dann kannst du noch einen Topper dazu kaufen. Und dann hast du eigentlich ein ganz großes, festes Bett. Okay, das ist wichtig. Wir wollen mal nicht auf die Technik eingehen, heute zu groß, sondern über den Nutzen hier von dem Fahrzeug, weil die Technik könnt ihr euch in jedem anderen anschauen. Alarmanlage ist hier mit drin. Ihr habt das Steuerungssystem von Dometic euch programmieren lassen, habe ich so noch nie gesehen. Nur bei Kaabe, ist es nur für euch oder seid ihr da Testkaninchen? Es ist so gelaufen, dass wir das selbst entwickelt haben, weil wir haben gesagt, wir haben so viel Technik in ein Kaabe, dass wir ein neues System brauchen, wo alles integriert ist. Wir haben das entwickelt. Jetzt läuft es über Dometic, also Dometic macht auch den eventuellen Service. Aber das Tolle daran ist, das ist ein Limbus-System und alle Funktionen laufen über dieses Bedienpanel. Ah, ich verstehe. Das ist wie beim Auto, der CAN-Bus. Das heißt, ein Kabel, du musst nicht zu jedem ein extra Kabel ziehen, sondern die unterhalten sich per Computersystem. Ja, das stimmt. Also das sind verschiedene Module, die so in ein Fahrzeug eingebaut sind. Und jede Module kann, ich glaube, maximal 6 Zubehör haben. Und dann ist es auch so, dass wenn eine Kunde sagt, ich bestelle ein Kabel ohne Klimaanlage und nachher lässt er diese Klimaanlage nochmal einbauen, dann ist es für den Händler ganz einfach, das hier einzustecken. Das wird dann aktiviert in das Panel und dann funktioniert diese Klimaanlage auch über das Smart-D-Panel. Aber das, was wir hier sehen, kostet knapp unter 90.000 Euro mit der Mehrwertsteuer. Ist ein richtiges Haus. Ihr habt dort die Mikrowelle. Klar, wenn man das jetzt sieht, die amerikanischen Wohnwagen kann man nicht vergleichen. Das Gewicht hier von dem sind hier 2800 Kilo. 2,8 Tonnen. Das heißt, das könnte ich mit meinem VW-Bus sogar noch ziehen. Ja.
Das würde gehen. Ja. So Zugfahrzeuge, Fiat, Ducato und. Viele lassen sich das aber an den Ort bringen, wo sie sind. Das muss man auch dazu sagen. Ja, unsere Händler geben auch am meisten diesen Service, dass man sagt, okay, dann ist das kein Problem, dann bringen wir das Fahrzeug. Wir bringen das dahin, da steht es dann fest, zum Beispiel an einem wunderschönen Ort in der Schweiz, wo ich gar keine Baugenehmigung bekommen kann. Da habe ich ein Grundstück und dann muss vielleicht auch das abgeklärt werden oder geht das mit dem Wohnwagen grundsätzlich? Weißt du das? Soweit ich weiß, ist das kein Problem. Und das ist auch der Grund, dass wir so viele von den großen Wohnwagen in der Schweiz verkaufen. So ist das. Ich zeige das mal gerade. Also nur mal den Leuten zu sagen, weil viele sich beschwert haben, das Ding ist ja viel zu lang, das ist ja nicht praktikabel. Es ist für einen anderen Einsatz eventuell gedacht. Also nicht wirklich um jeden Tag damit in, ich sag mal, Südfrankreich auf die engsten Stellplätze der Welt. Das ist ganz klar. Da gibt es andere Kabels. Ja. So, Kühlschrank. Tolle Integration. Da habt ihr, ich glaube, mittlerweile 9. Das heißt, Wir haben den neuen. Der neuen ist mit Türen, die von beiden Seiten zu öffnen sind. Das hier ist noch eine alte Version. naja, so richtig alt ist der nicht. Das ist, glaube ich, der 8000er. Ja. Der ist richtig toll. Und auch groß, 190 Liter. So, den hatte ich vorher im Murillo, da ist es auch der neue drin. So richtig toller Kühlschrank, sehr zuverlässig, muss ich sagen. Ja. Also meiner hat mich nie im Stich gelassen, ich hatte 2. Und der kühlt auch richtig. Die Besonderheit hier, auch hier Fußbodenheizung. Fußbodenheizung und nochmal über diesen Kühlschrank, dass er auch so richtig gut kühlt bei Kabel, ist auch, weil der Kamin von der Kühlschrank ist nicht auf der Seite, aber auf das Dach. Und dann hast du ein viel bessere Umluft und viel bessere Kühlung und darum ist der Kühlschrank auch viel besser beim Kabel. Ja, wichtig ist Mit auch eine zusätzliche Schalter für Lüftung. Ja. Okay, das heißt, der ist direkt eingebaut, der Lüfter. Ja, wenn es richtig heiß ist draußen, dann machst du diese Schalter an und dann wird es noch besser gekühlt. Ja, hier sieht man auch, hier ist jetzt kein Fernseher eingebaut, weil viele würden sich nämlich hier schon direkt einen 42 Zoll oder noch einen größeren hinstellen einfach nur, Ja, wenn er ja fest steht. Ja. Macht ja gar keinen Sinn, irgendwas zum Hängen. Das stellst du dir einfach da drauf und fertig. Ja, und alles vorbereitet. Strom ist da und Anschlüsse. Ganz wichtig, viele Kleiderschränke. Ja. Das heißt, du hast wirklich den ganzen Raum voll. Also eigentlich ist das eine Eigentumswohnung mit bereits fix und fertig installiertem Mobiliar. Ja. Wenn du überlegst, was das normal kosten würde, Ja, du würdest von einem Designer dir was einrichten lassen, du würdest die ganzen Schränke bezahlen, die Handwerker, die das fertigen, der Fußboden ist schon drin, die Heizung ist schon drin, die Klimaanlage schon drin. Und dann ist es auch noch so, dass wenn du dann deinen Wohnwagen irgendwo anders haben willst, dann ist das möglich, weil das geht alles über die Straße. Krass, und du brauchst keine Sondergenehmigung, weil es ist eben genau 2,50 Meter breit, da darfst du überall mit rumfahren. Ja. Stark. Viele große Schränke, Gasdruckfeder, das haben wir schon berichtet. Aber was viele wirklich lieben, sind viele Schränke. Und das ist hier der Fall. Der nächste Schrank. Dann habt ihr eine ganz tolle Tür, darüber habe ich schon berichtet. Diese Tür ist eine Falltür. Du hast mir erzählt, das ist das Beste, was es gibt, weil es nimmt wenig Platz weg, es klappert nicht, es ist unkaputtbar und als Raumtrenner genial. Mach mal bitte zu, dass wir mal sehen, wenn du dich jetzt mal verschließt. Ja, genau. Denn wenn mal jemand schläft, macht er einfach zu. Fertig. Das war's. Das war's. Und es hält. Peter, da ist er. So, ich kann nur vermuten, hier könnte die Alte drunter sein, unter dem. Hier, in diesem Schrank, ja genau, das ist der Trockenschrank. Der Trockenschrank. Hier haben wir die Heizung. So, das ist die Fußbodenheizung, aber die zusätzlich noch Radiatoren hat. Ihr habt auch hier das smarte Wasserablasssystem eingebaut. Das ist natürlich genial. Ja. Das ist hier mit drin. Ihr habt also so Servo-Stellmotoren. Du drückst vorne auf der Fernbedienung einen Knopf, dann wird das Wasser abgelassen. Ja, elektrisch wird alles, das ganze System wird dann entleert. Und hast du keine Chance, dass Sachen kaputt gehen, dass es kaputt gefroren ist. Die Stange beleuchtet. Ja, Kleinigkeiten, aber schön. Ne? So, das ist da ist das Abgasrohr mit drin. Auch das ist nur teilisoliert, weil es soll ja mit wärmen. Das ist also auch ein Vorteil. Ja. An den wichtigsten Stellen. Ja. So Ausgleichsgefäß von der Alde. Hier siehst du der Konvektor von der Heizung. Dann siehst du, dass es wirklich ein Trockenschrank ist.
Der ist schon der ist ja super, der Harry, oder? Ja, Harry ist toll. Weil es gibt ja viele, die jetzt neu anfangen. Ich nehme an, ihr habt viele Anfragen von Händlern, die jetzt, ich sag mal, Kabelhändler werden möchten. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, nicht jede Firma kann so mal Händler werden, weil es ist einfach ein Kabel zu verkaufen, aber bei uns geht es darum, dass wir den zweiten Kabel an der gleichen Kunden verkaufen können. Und das ist nur möglich, wenn wir Partner, Händler haben, die auch einen super Werkstatt haben und einen super Service bieten können, zusammen mit uns. Und wir brauchen die Händler, die sagen zu einem Kunde, wissen Sie, Sie haben jetzt ein Problem, kann sein, Wasserhahn zum Beispiel, kein Problem, wir bauen Neues ein, Sie sind in 5 Minuten wieder weg und wir machen das zusammen mit den Händlern, wir organisieren das. Wir wollen nicht die Händler haben, die sagen, ach, Sie haben 70.000 Euro bezahlt, jetzt muss ich das mal mit der Hersteller Kabel klären. Nein, das wollen wir nicht. Der Kunde hat richtig bezahlt. Genau, also du weißt, was ich draußen fahre im Moment. Der Service, die haben jetzt 17 Tore gebaut, 17 Service-Annahmestellen. Ja. Der Service wird wieder erweitert. Die haben sogar Smart Repair jetzt mit eigener Lackierstation. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass der Händler, gut, jetzt kann aber nicht jeder Händler so sein wie hier jetzt in Grave, muss man sagen. Der Platz, vielleicht auch das Kapital ist vielleicht auch ein Thema. Ich meine, man stellt ja nicht mal gerade eben hier 50 Wohnwagen hin, ja? Nee, das stimmt. Aber es ist nicht nur Volumen, es geht auch um den Einsatz von der Händler. Ja. Und die Schulungen bei Kabel sind Pflicht. Ja. Also online im Moment, oder? Im Moment ist das alles online, aber normalerweise immer mindestens einmal im Jahr im Werk, wo wir alle Neuheiten wieder zeigen können, sodass die Händler die besten Service bieten können. Ja, es geht ja auch darum, dass also die Service-Mitarbeiter müssen ja auch wissen, was gibt es Neues, wie wird das repariert, wie wird es eingesetzt. Ich sag mal, Trial and Error macht keinen Sinn vom Kunden, sondern die sollen schon das Gefühl haben. Ja. Und das haben wir übrigens bei Kabel selbst auch. Wir machen selbst alle eigentlich auch Camping mit einem Kabel. Und dann finden wir selbst natürlich auch bestimmte Sachen, wo wir sagen, okay, das müssen wir verbessern. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt viele Hersteller, die selbst keine Camping machen. Und glücklich machen wir das schon bei Kabel. So, Peter, wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal da draufsetzt aufs Bett und die Schuhe vielleicht an der Seite runterbaumeln lässt und dich mal ganz nach hinten begibst, dass man mal sieht, denn viele Leute möchten gerne lesen, aufrecht sitzend. Und dort stören Schränke, da habt ihr drüber nachgedacht. Ja. Das heißt, man kann hier einfach drauf sitzen. Ja, und du hast die Möglichkeit, um hier im Rücken noch nach oben zu heben. Also diese Lattenrost geht noch nach oben. Zum Beispiel Fernseh gucken oder zum Lesen, egal was. Aber du hast so viel Kopffreiheit hier an der Seite, deswegen ist da auch die Stütze dann mit dabei. Das ist wichtig. Das Bad haben wir gesehen. Also das ist jetzt ordentlich groß und es ist nochmals gewachsen in den neuen. Ja, ist noch größer geworden. So, ein paar Details wollen wir gerne noch mal zeigen. 12-Volt-Anschlüsse, wirklich viele. Die kann man auch noch mal doppeln für Zigarettenanzünderkabel, USB-C, dass man die da anschließen kann per Adapter. Das geht alles? Ja, das stimmt. Also wir sind hier in einem Modell von 2018. Mittlerweile haben wir dort auch die USB-Anschlüsse. Das hier ist 12 Volt und 230 Volt. Und dann die Schalter für Beleuchtung, vom Zeltbeleuchtung, vom Radio, von indirekter Beleuchtung mit Deckenlampe. Über das Bussystem? Über das Bussystem, alles über das Bussystem. Das ist ein tolles Detail, wenn ich frische Luft haben möchte. Ich muss kein Fenster öffnen, sondern ich kann einfach diese Klappe öffnen. Hat jeder Kabel? Ja, hat jede Kabel. So, und das ist wirklich was ganz Tolles. Zusätzlich kannst du sogar noch die Belüftung von unten noch mal einstellen. Das heißt also, wie stark kommt die Luft vom Fußboden, die Frischluft. Ja, die frische Luft von unten der Boden kommt rein und das kann ich hier einstellen. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber direkt am Bett, da wo es auch hingehört. Ja, dort wo es gehört, im Schlafzimmer, aber auch im Wohnzimmer. Es gibt immer 2 von diesen Schalter. Und wenn du merkst, dass du zu viel Feuchtigkeit hast, weil du in der Küche bist und am Kochen bist, oder du hast die Kleidung, die ein bisschen zu nass ist, dann machst du ein bisschen mehr Ventilierung und dann hast du mehr Umluft und dann ist das direkt weg. So, und jetzt ist es ja so, die Leute fahren einzeln, jeder hat seinen eigenen Schrank. Ihr habt das genial gelöst. Das ist wirklich gut. Das heißt, man kann es aber auch mit dem großen Schrank bestellen, wenn man will. Ja, das passiert natürlich auch. Du hast hier 4 Schränke, 5 Schränke nebeneinander. Ja. Ist das nicht genial? Genau, wenn du mal gerade alle mal aufmachst, dass man mal sieht, daneben ist noch einer. Guck mal, Peter, hier links. Ich zeige dir mal gerade auf dem Film.
du hast einen richtigen kleinen begehbaren Kleiderschrank. Und der aber, wenn du ihn zumachst, komplett abgeschlossen ist. Das heißt, das ist hier zum Wohnen. Das ist nicht, um mal eben Camping zu machen, sondern wenn ich das als Eigentumswohnung verwende, da kann ich alles unterbringen, was ich brauche. Ja, Platz genug. Und alles serienmäßig. Aber wie du auch sagst, es gibt auch Kunden, die sagen, weißt du, ich habe lieber einen ganz großen Schrank, geht auch. Oder nur diesen Schrank, wie heißt das schön auf Deutsch? Sideboard. Sideboard, genau. Unglaublich deutsch. Sideboard über die ganze Länge, geht auch. Geht auch. Das sind bestimmte Sonderwünsche, die beim Kabel auch möglich sind. So, wir beide werden noch draußen mal einen tollen Vergleich heute drehen, nämlich einen amerikanischen Klassiker gegen Kabe. Du hast dich bereit erzählt. Wir werden beide loben. Du wirst nicht schlecht drüber sprechen. Es ist gibt keine schlechte. Es ist ein Airstream, den wir zeigen werden. Ja. Also was ja auch in der Preisklasse wie Kabe ist, sage ich Ja. jetzt mal. Vielleicht sogar noch ein bisschen teurer auf der Länge bezogen. Anderes Konzept, muss man ganz klar sagen. Nicht zu vergleichen. Aber auch tolles Fahrzeug. Aber nicht zu vergleichen. Ganz anderes Image, anderer Preis, andere Qualität. Wird in Deutschland oft missbraucht als fahrende Pommesbude, muss Ja. man sagen. Also in Holland auch, Ja. obwohl die gar nicht dafür sind. Denn du Aber siehst... es ist Eye-Catcher, wie sagt man? Ne? Also Hingucker. So ist das. Ja. So, man kann unterm Bett auch noch was verstauen. Auch da habe ich Gasdruck. Ist sie dabei, die Auflage eigentlich? Was meinst du mit Auflage? Obendrauf die Diese Decke. Ja, das ist immer serienmäßig. Und das ist wirklich auch wieder das Komfort. Das merkst du sofort. Das ist wie zu Hause. Besser. Oder besser. Besser, wenn du wüsstest, wie ich schlafe. Dann hast du hier unten... Stauraumklappe. Sodass du auch von außen aus hier alles beladen kannst. Hier liegt ein Schlauch für das Staubsaugersystem. Das ist eingebaut, gell? Ein Das ist zentraler eingebaut. Staubsauger. Ja. Es kommt aber noch besser. Du kannst das ganze Bett vergrößern. Stimmt das? Ja. Oh, ja und nein? Ja, jetzt Du kannst es kleiner machen? Ja, du kannst kleiner machen. Ja, das Also heißt, wenn ich jetzt mal hier alleine bin Ja, oder ich habe einer schläft vorne, einer schläft hinten, kann ich es nochmal... ja, aber ganz ehrlich, ich muss mal gucken, ob das hier wirklich so... Ja, das ist hier so gemacht worden. Du So siehst, gemacht. Das ist, was ich hier Ich wollte nämlich, checken wollte, weil hier hast du einen Teil. Peter, ich wollte nämlich mal was zeigen, dass man mal sieht, ihr habt nachgedacht. Denn ich habe mich eben schon gefragt, warum sollte der Fernseher hier stehen? Das hat einen Grund. Denn du kannst das Ganze eindrücken, Jetzt kannst du das rein, hochklappen. weil du hier diese zusätzliche Stück hast. So, und dann hast du eine Lounge. So, und spätestens jetzt werden alle neidisch. Denn ich kann hinten mein Netflix gucken. Vorne kann der Papa kann Fußball gucken. Ihr seid doch gute Fußballer, gell, in Niederlanden? Ajax, Amsterdam, das gibt's noch? Das gibt's noch. Aber ganz ehrlich, so ein... Du hast keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Fußball nicht. Nee. Da kann ich nur verlieren. So, und Du jetzt... kannst mir etwas fragen über Kabel, aber Fußball keine Ahnung. Sehr schön. So, und jetzt habe ich quasi ein Einzelbett mit Lounge-Funktion mit drin, das ich auch so lassen könnte. Und der Durchgang ist natürlich jetzt phänomenal. Ja, Jetzt ja. habe ich ihn komplett. Ja. So, und das ist ja nur ein Grundriss. Es gibt auch einen Familiengrundriss mit mehr Betten, gell? In dieser Länge, diese Tausende, haben wir mit 15 Grundrissen. 15 15. Stockbetten? Stockbetten, Doppelbett, Queensbett, Querbett, fast alles möglich. So, setz dich mal hier hin, bitte. Da einfach mal so reinlümmeln. Jetzt, wo du weißt, was das Wort lümmeln heißt. Ich gehe mal ganz nach hinten, dass ich nochmal den Grundriss zeige. Also hier, ich filme gerade aus dem Bad. Hallo Peter, ist das genial. Hier ist das Bad. Hier ist die Dusche, Toilette. Dann natürlich jede Menge Schränke. Hier oben ist noch ein Heki. Hier kann ich zumachen, das Bad, hatten also nochmal eine eigene Tür mit drin. Dann gehe ich jetzt auf der linken Seite das große Bett, also ein 2-Personen-Grundriss, muss man sagen, erweiterbar auf bis zu 4 Personen, aber eigentlich eine große Zweiraumwohnung für 2 Personen mit Klimaanlage, mit Fußbodenheizung, mit allem drum und dran. Ja. Für jetzt in diesem Fall 88 Kilo, ich glaube rund knapp unter 90.000 Euro. Das ist schon ein Argument. Das heißt also, als Hausersatz
sieht die Welt ganz anders aus, Ja. oder? Ohne Baugenehmigung hinstellen. Einfach. Und du hast alles, aller Komfort. Du sparst dir diese Slide-Outs, weißt du, und du. Ach so, ihr habt das in die Länge gezogen, nicht in die Breite. Das ist interessant. Dadurch wird es natürlich machbar in eurer ganz normalen Produktionsstraße. Ja. Ja. Wir bauen bis zum 2,50 Meter Breite und 11,50 Meter geht noch. So, und dann allein die Ledercouch, wenn du jetzt in den Laden gehen würdest, würdest du sowas mal fertigen lassen in, ich sag mal, Manufakturqualität, das auch noch leicht ist. Also das Ganze, hinter dir ist nochmal die Belüftung mit drin, die ich so genial finde. Das heißt, also du musst kein Fenster öffnen, machst einfach das auf und hast Frischluft mit drin. Wir sind hier natürlich in einem ganz großen Wohnwagen und dann brauchen wir zweimal von diesen Ventilationslücken. Boah, ist das schön hier. Ich kann mir schon richtig vorstellen, hier zu sitzen. Und es geht ja nicht nur darum, dass du jetzt das Sofa doppelt hast. Du hast viel mehr Raumgefühl. Also es ist nicht so bedrückend. Nee. Es ist einfach nur, du guckst hier dann so durch. Du hast eine Wohnung. Du hast eine komplette Wohnung. Gut. Also das wollte ich nochmal sagen, weil viele gesagt haben, Mensch, da kommst du auf keinen Campingplatz. Ich glaube, es geht vielen gar nicht darum, die das hier kaufen, sondern die haben ihren Wunsch erfüllt, an dem Ort, an dem sie gerne sind, etwas zu realisieren, was, ich sag mal, bauvorschriftstechnisch überhaupt nicht möglich ist. Stimmt. Natürlich gibt es immer Kunden, die sagen, wir wollen in Europa rumziehen, aber am meisten von diesen 100 Stück, die wir im Jahr produzieren, am meisten stehen fest. Mit Backofen, mit allem drum und dran. Ja, wenn ich das jetzt plane, das heißt so Sachen wie, ich habe jetzt keine Ahnung, Router-Einbau und so weiter, da könnt ihr beraten, hier kann man einfach eine Fritzbox reinmachen. So das Thema Autarkie, ich habe natürlich unglaublich viel Platz auf dem Dach. So, jetzt könnte man ja hinten statt der normalen Chemietoilette eine Cinderella einbauen. Ja. Die kennst du, habt ihr das schon mal gemacht, Cinderella? Natürlich, ja, ganz viel. Bei unserer Reisemobile Imperial Modellreihe ist das serienmäßig. Die Cinderella. Die Cinderella ist serienmäßig. Das Und ist eine geniale Toilette, gell? ja, das ist eine tolle Lösung. Also das ist eine Toilette, die verbrennt das. Das heißt, du brauchst keinen Anschluss. Nee. Vollkommen, also gut, es braucht Gas oder Strom. gibt beides. Gas. Ne? Ja. Also es gibt übrigens auch eine Stromversion. Okay. Was viele Was viele wir wissen. einbauen, ist immer auf Gas, Ja. weil das effizient ist und natürlich auch ein Komfortprodukt. So, kommen wir auf das Thema Gasverbrauch, weil ihr habt 2 11 Kilo Gasflaschen, vorne könnte man noch mehr reintun, muss man sagen. Also ich könnte locker noch 2 Ersatzflaschen reinmachen, wenn ich die tauschen möchte. Ja. Die passen rein, aber der Gasverbrauch ist gering im Carbe, weil die Isolierung eben bis minus 50 Grad, das gilt auch für den hier. Ja, für alle Produkte von Carbe, die sind alle gebaut für extreme Temperaturen von, sag mal, minus 50 Grad bis plus 50 Grad. So, das spielt also keine Rolle, wenn es im Sommer heiß ist, die Klimaanlage, denn es ist nur eine drin, aber die packt das locker, weil die Isolierung. Ja, wegen der Isolierung. Und meine Erfahrung ist auch, dass bevor du schlafen gehst, machst du das einfach an, du alle Türen natürlich zu und alle Fenster und dann brauchst du das nur einige Zeit anzumachen und dann vor der Schlafen gehen wieder aus und dann hast du die ganze Nacht Kühle. Ich muss mal ein bisschen Werbung machen für ein neues Produkt, Bayern Luft. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast? Nein. Also ist ein Wärmetauscher, 230 Volt, kannst du einbauen, haben wir im Wohnmobil gefilmt bei einem 4x4. Der macht eine Wärmetauschung komplett ohne Verlust von Energie. Gibt es in Bayern, heißt Bayern Luft, kostet 800 €. Kannst du einbauen, laufen lassen, ganz leise und du hast kaum Energieverlust und immer frische Luft im Fahrzeug. Das ist interessant, könnt ihr euch ja mal angucken. Das ist also ein Hersteller, der hat das erfunden und es funktioniert gigantisch. Also kannst du sogar zu Hause einbauen. Und das ist aber hier im Carbe, du machst halt einfach das Fach auf. Das ist so genial. Ja. Der Boden ist schön. Ja, Geschmackssache, aber es ist schön und im Verhältnis mit der Farbe von Holz ist es eine schöne Kombination. So, Autarkie. Solarzellen, das würde sich ja hier anbieten aufgrund der Länge. Ja. Kann ich den vollkleistern mit Dünnschicht-Solarzellen, zum Beispiel, die leicht sind? Bietet ihr das an, das Auto zum Beispiel komplett mit Solar zu bestücken? Ja, Wird das gehen? wir haben aber ein System, das geht ab Werk. Wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne ein anderes System, dann geht das natürlich auch, aber dann über den macht der Händler. Ja. Okay, das heißt, ich mache das Dach voll mit Solar. Ich gehe hin. Habt ihr so Systeme, dass ich das Dach überdecken kann mit einem zweiten Dach? Gibt es sowas? Das habe ich schon mal gesehen. Ja, natürlich. Ja. Weil diese
Fahrzeuge, Reisemobile und Wohnwagen. Wir haben zu tun mit ganz viel Schnee und dann braucht man ein zweites Dach. Das ist ein zweites Dach. Das gibt es also auch von euch. Gibt es das direkt von Carbe oder ist das ein Zubehörhersteller? Das ist eine Zubehörstelle. Wir haben unsere eigene Firma Karma Fritte, die das auch beliefern kann. Also da fragen nämlich viele nach, wenn das feststeht. Das schützt erstmal natürlich das Fahrzeug selber und dann... Das Dach von einem Carbe ist wirklich viel stärker wie beim anderen Hersteller. Aber das Problem ist eigentlich nicht der Schnee, aber Eis. Und das ist so viel Gewicht, dass auch ein Dach von Carbe hält das nicht. Und dann braucht man ein zweites Dach. Wir sprechen ja über Gegenden, wo die stehen können, zum Beispiel in der Schweiz auf 2000 Meter Höhe. Ja. Da hast du am nächsten Tag mal einen Meter Schnee am Dach. Ja, und der Meter Schnee ist kein Problem. Das Problem kommt, wenn es dann regnet dann auch. Wenn es wieder regnet oder friert und dann wird es Eis. Und dann wird es sehr schwer. Sehr schön. Ja. So, jetzt, wenn der alleine steht, ich fahre jetzt weg. Ja. Der hat ja eine Alarmanlage mit drin. Kann ich die Koppeln aufschalten per GSM oder gibt es auch... Ja. Also serienmäßig haben wir dann diese Alarmanlage. Wir haben auch serienmäßig einen Router drin. Und da hast gegen Aufpreis, kleines Aufpreis, hast du die Möglichkeit, das über dein Handy zu bedienen. Und nicht nur die Alarmanlage, auch die Beleuchtung. Und du bekommst die Nachrichten, ob zum Beispiel die Batterie zu leer wird oder was auch immer. Beleuchten kannst du machen. Also ich habe bei mir eine Blinkkamera drin von Amazon, kennst du die? Ja. So eine kleine, geht mit Batterie, die kannst du außen einfach dran kleben. Ja. Dann ist auch der Außenbereich auf deinem Grundstück überwacht. Ja. Weil viele sind ja weg, weißt du, da bricht einer ein, ich krieg's nicht mit. Nein, da kriegst du es mit. Gut, je nachdem, wo der Ort ist, wo er steht. Ja. Ihr liefert auch nach Finnland oft? Ja, natürlich. Ja. Da gibt es ja auch ganz viele Seen und so weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass viele dann jetzt auf die Idee kommen. Viele Finnen, aber die haben das... ist das ein Thema in Finnland, Carbe? Carbe ist ganz wichtig in Schweden und in Finnland und in Norwegen, also für Skandinavien, soweit ich weiß. Noch nicht. Okay. So, komm Peter, wir gehen raus. Der längste Wohnwagen der Welt, diesmal etwas anderer Bericht, denn wir wollten einfach euch mal zeigen, es geht nicht nur um dieses praktisch Sensationsmoment, der längste Wohnwagen, das habt ihr geschafft, das ist ein Serienmodell, also es gibt viele Hersteller, die ich gesehen habe, die bauen Wohnwagen Doppelstock, den bauen die dann einmal oder zweimal, der ist auch gar nicht handelbar, weil er vielleicht zu hoch ist und so weiter. Ihr baut Sachen, die ein geübter Fahrer auch problemlos täglich bewegen kann, muss man sagen. Also man muss ein bisschen üben, aber ich sag mal, der Ausschwank, also hier hinten, ganz ehrlich, da habe ich einen Morelo, der ist genauso lang hinten. Ja. Das muss man üben. Ja, und wir bauen diese Modelle so lang, von 10 Meter bauen wir auch schon viele, viele Jahre. Also wir haben auch viel Erfahrung mit dieser Länge und dass wir auch 100 Stück pro Jahr produzieren und verkaufen, zeigt auch, dass es ein Erfolg ist. So, wir sind in den Niederlanden. Das ist die größte Carbe-Ausstellung der Welt. Das ist auch wirklich so. Ihr habt wirklich nahezu jedes Wohnwagenmodell hier. Demnächst vielleicht sogar noch die, ich sag mal, voll integrierten, teilintegrierten, wenn die noch etwas besser lieferbar werden. Bestellt hat er sie schon. Ja, er hat 10 Reisemobile hat er auch bestellt für nächstes Modelljahr. Und 21 neue Modelle für die Wohnwagen. Normalerweise, wenn du nicht arbeitest, du wohnst hier in den Niederlanden, oder? Ja. So, das heißt, ich glaube, wir werden nicht alle Wohnwagen schaffen bis morgen Abend. Wir müssen uns nochmal treffen. Ja. Das war also jetzt mal so die wichtigsten machen. Wir gehen mal raus, zeigen mal das schöne Wetter. Heute ist der 3. Mai. Am 7. habe ich übrigens Geburtstag. Ich nehme gerne Geschenke, auch Geldgeschenke entgegen. So, und da steht übrigens hier kostenlose Parkplätze vor der Tür. Ja, Parken ist hier kein Problem. So, und das ist De Graef. Und sie haben wirklich was ganz Tolles, sich De Graef. So. Ja. Wenn du es gerade nochmal sagst, das Niederländer. De Graef. Oh je, das lerne ich nie. Nee. So, und wenn ihr Lust habt, kommt her. Die Öffnungszeiten am besten im Internet nachgucken, also je nachdem, wie es hier ist. Wenn ich es richtig habe, von Montag bis Freitag von 9 bis halb 6 und am Samstag von 10 bis 4. So, und jetzt darf ich schon mal auf ein tolles Video verweisen. Die werden das heute Nachmittag uns richten. Wir werden nämlich mal einen Airstream, da vorne steht einer, in Vergleich versus einem Carbe. Was wäre ungefähr so lang wie der? Ich schätze so, dass es ein 47er ist bei Carbe. Ja. Aber ja, es sieht schön aus. Ist das nicht genial? Ja. So, da haben wir einen Airstream. Hier vorne steht er International 684. Das dürfte wohl die Länge sein.
Und auch da werden wir darüber berichten. Und da steht, ja, damit sind wir jetzt angereist. Man kann hier auch stehen vor der Tür, das ist das Schöne. Ja. Ist das schön hier, der Ort hier? Ist hier irgendwas zu machen, wenn die Stellplätze offen wären? Dieses Ort kenne ich nicht so ganz gut, aber es ist eine richtige Festungsstadt, wie sagt man? Feststadt? Feststadt, also hat eine ganz große Geschichte, sag mal so. Und hier um die Ecke ist auch Nijmegen und das ist eine größere Stadt und das ist auch die älteste Stadt von den Niederlanden. Echt? Die älteste? Ja. Das heißt, der erste Niederländer war in Nijmegen. Der erste Stadt in den Niederlanden war Nijmegen. So, vielen Dank, Peter. Sehr gerne. Und stellvertretend für Kabe, wir sehen uns bestimmt noch mal auf der Messe in Düsseldorf und machen weiter. Wir haben noch viel Programm vor uns. Und ja, wenn Sie Lust haben, einfach mal sich die Unterschiede auch erklären lassen. Ich glaube, so ein Produkt wie Kabe, habt ihr einen Wettbewerber, der das ungefähr so gut macht? Ja, wir haben Polar in dem Markt. Der ist hier in Europa nicht so groß, vielleicht noch nicht so groß, aber die ist in der gleichen Liga, so gesagt. Okay, die machen das auch gut. Die machen das auch gut, ja. Ja, da steht er, International. Was ich auch gut finde, du hast das zugegeben, ja, weil viele sagen, nein, haben wir nicht. Nee, es gibt also einen, der das praktisch das gleiche Segment bedient. Früher haben wir mehrere gehabt. Früher gab es eigentlich 4 Marken. Dann gab es Kabe, Polar, Cabby und Solifer. Ja. Aber von diesen 4 sind eigentlich nur noch 2 übrig, Kabe und Polar. Ja, vielen Dank, Peter. Ciao, ciao.